Yo, servus Leute, was geht? Willkommen zu meinem letzten Interview für meine Adventkalender-Videoreihe. Heute, als krönenden Abschluss, habe ich für euch den allerechten Strider, der weltbeste Spieler in Jackson Fidget vorbereitet. Ich habe ihm 20 Fragen gestellt und er hat sie mir alle beantwortet. Ich habe die Fragen natürlich wieder für euch übersetzt. Natürlich hat er sie mir auf Englisch geschrieben. Ist, denke ich mal, klar. Die originalen Nachrichten werde ich wieder hier im Video einblenden. Es waren ja insgesamt 2940 Wörter, die ich übersetzt habe. Wenn da irgendwas nicht perfekt übersetzt ist, bitte seid mir nicht böse. Genau, so viel dazu. Strider spielt hier in The Severed Tongue auf der Fusion 1. Ja, The Severed Tongue auch hier ganz oben mit dabei. Bei Rang 13 aktuell. Strider, wie gesagt, einer der weltbesten Spieler. Der weltbeste Spieler eigentlich sozusagen. Er hat die allermeisten Stats von allen. Die meisten Basis-Stats und auch Total-Stats hätte er auch, wenn er hier Tränke drin haben würde. Und warum er das nicht hat, warum er der Beste ist, wie er zum Besten geworden ist, das werden wir alles in dem Video erfahren. Ich habe hier die SF-Tools-Liste. Das seht ihr. Er ist hier, Stand 1. Dezember, Platz 1 in den Basispunkten, 417.000. Und hier FreeArc hat 399.000, ja. Also eine echte Hausnummer weiter vorne. Und ja, also da habe ich mich gefragt, ja, wie ist das möglich, dass er so weit vorne ist in den Basispunkten? Wie hat er es geschafft? Und es liegt einfach daran, ja, zusammengefasst, dass er über Jahre hinweg täglich nahezu 100%ig effizient spielt. Und somit kann man sich immer weiter einen Vorteil ausbauen. Ja, und noch genauer darauf gehe ich in den Antworten ein, die er mir zugesandt hat. Ich werde wieder, dass ja 20 Fragen sind und damit es ein bisschen einfacher ist für mich, werde ich wieder bei ja, fast jeder Frage einen Cut machen. Genau. Und ich würde sagen, damit schießen wir los bei Frage 1. Frage 1 lautet: Wie hast du das Spiel gefunden? Wann hast du angefangen zu spielen? Und wie sah dein Spielstil aus? Er schreibt: Ich komme aus der Welt der MMORPGs und wollte etwas in der gleichen Richtung finden, aber ohne den Zeitfresser. Ich hatte das Gefühl, dass Jackson Fidget spannend genug war, um mich zu beschäftigen, ohne dass ich 20 Stunden am Tag verbringen musste, an der Spitze zu sein. Ich habe testweise ein paar Mal gespielt, um jede Klasse zu testen, habe mich aber schlussendlich für den Kundschafter entschieden. Ja, also Strider hat sich Gedanken gemacht, ja, welche Klasse will er wirklich spielen, mit welcher Klasse will er durchziehen. Ja, und hat sich ja alle Klassen mal angesehen, damals halt noch die 3 Standardklassen, und hat sich dann schlussendlich für den Kundschafter entschieden. Ja, davor hat er anscheinend irgendein MMORPG gespielt und das 20 Stunden am Tag. Ja, also Strider, ich finde es gut, dass du jetzt bei uns bist, bei der Jackson Fidget Truppe hier, weil 20 Stunden am Tag auf ja, Dauer wäre nicht wirklich gesund. Ja, also so viel dazu. Zu seinem Spielstil hat er leider nichts geschrieben und auch wann er angefangen hat zu spielen, aber Strider spielt noch nicht allzu lange. Das weiß ich auf jeden Fall. Er hat, glaube ich, einen 3-Jahres- oder 4-Jahres-Nachteil von Furaken, oder zu Furaken. Das weiß ich, irgendwie so war das. Also er spielt nicht seit Anbeginn des Spiels und das macht halt nochmal so besonderer, oder so besonders, dass Strider ja Platz 1 ist in der insgesamten Stärke in 1 gegen 1 Kämpfen zumindest. Wir haben ja gesehen bei meinem Video, die wahre Ihov, da wäre Furaken Platz 1 gewesen, aber da haben wir ja nicht gesehen, ob ja, Furaken gegen Strider eine Chance hätte, weil Strider hatte zu dem Zeitpunkt ja keine Tränke drin. Ja, also könnte sein, dass Strider stärker ist als Furaken, ja. Aber generell gesehen, Strider hat die allermeisten Basispunkte und das widerspiegelt eigentlich auch die allermeiste Stärke im Spiel und von daher für mich auf jeden Fall und für die meisten und auch aufgrund seines Wissens im Spiel ist Strider der allerbeste Spieler. Genau. Ja, Frage 2. Hattest du irgendwelche Intention, als du angefangen hast zu spielen, oder wolltest du schon immer einen der stärksten Chars haben? Ich bin ein sehr kompetitiver Mensch, wenn ich glaube, dass ich die Chance habe zu gewinnen. Das passierte bei vielen Brettspielen, im Billard und Darts und so weiter. Ich habe nie versucht, Schach zu meistern, weil ich das Gefühl hatte,
dass es eine endlose, fruchtlose Beschäftigung sein würde. Ob das richtig übersetzt ist von mir, weiß ich nicht ganz. Ist jetzt eine originale Nachricht. Aber ich denke mal, der Sinn ist eigentlich rübergekommen. Ich bin ganz natürlich von der Nummer 1 auf meinem Server zur Jagd auf den Platz 1 Kundschafter-Rang zu der Zeit. Shoutout an Derafin, der war damals Platz 1. Und dann zu dem Weg auf Rang 1 in der IHOF. Ja, Shoutout an Saif und Vorraten, schreibt er hier. Und zu jetzt, wo ich das Spiel einfach nur mehr genieße und dabei fast optimal spiele, gewechselt, ja. Also zuerst natürlich Rang 1 auf seinem Server, dann Rang 1 Kundschafterklasse und dann Rang 1 in der internationalen Ehrenhalle, ja, die wir hier sehen. Und hier ist er natürlich nicht drin, weil er keine Tränke drin hat, ja, und daher nicht Platz 1 auf seinem Server ist. Genau, ja. Also Strider ist ein sehr ehrgeiziger Mensch. Er hat ja hier geschrieben, er will immer gewinnen, in diversen Brettspielen, in Billard, in Darts, ja, in irgendwelchen Gruppenspielen quasi. Ja, ich bin da eigentlich auch fast so, ja, ich möchte auch immer gerne bei solchen Games gewinnen. Besonders bei Uno, ja, da habe ich mit meinen Leuten immer ein Battle, ja, und diskutiere immer sehr herum. Ja, aber genau dieses Denken, was Strider hat, ja, hat ihm einfach verholfen, ja, Platz 1 zu werden in, ja, Shakes and Fidget. Der beste Shakes and Fidget Spieler auf der Welt. So, wo ist Strider hier? Jetzt finde ich den gerade nicht mehr. Bin ich blind oder was? Strider. Ah, Rang 44, alles klar. Hat er sich gerade droppen lassen? Ich weiß ich nicht. Der war doch gerade höher, oder? Ja, genau. Also so viel dazu, zu seinen Intentionen am Anfang des Spiels. Frage 3. Wie sah dein Weg zu Platz 1 aus? Also Platz 1 Basispunkte. Wann hast du realisiert, dass du diese erreichen kannst? Wie sah deine Strategie aus und welche Ups und Downs gab es auf deinem Weg? Ich glaube, Basispunkte war eine Kombination von der IHOF und des F-Tools. Wie ich bereits erwähnt habe, verlief es schrittweise von meinem Server über meine Klasse und schlussendlich auch auf der Welt. Aber ich wurde erst richtig aufmerksam darauf, als ich eine greifbare Liste von der IHOF und SF-Tools hatte. Also damals, als die IHOF quasi rauskam, da hat er dann bemerkt, okay, ich stehe eigentlich sehr weit oben. Und dann kam auch SF-Tools raus. Weiß ich gar nicht mehr, ob SF-Tools nach der IHOF rauskam. Kann gut sein, ehrlich gesagt. Ja, und da hat er auch gesehen, da hat er sich verglichen mit Spielern. Ich bin ja richtig weit oben eigentlich, insgesamt in der Stärke. Was ist da los, ja? Was ist da los? Ja. Ich muss mich bei Ma21 bedanken, ja, der SF-Tools-Developer, und ihm Credits geben, der für die meisten meiner Erfolge in den letzten Jahren verantwortlich ist, da seine Tools mir erlaubt haben, meine Char-Optimierung weiter zu schärfen. Von da an bekam ich super PvP fokussiert. Ja, also Strider ist eigentlich jemand, es gibt ja immer zwei Wege, ja, die man einschlagen kann, so zwei Hauptwege. Dann gibt es natürlich noch ein paar andere Wege, aber die zwei Hauptwege sind eigentlich, will man auf PvP gehen, also in der Ehrenhalle quasi mitspielen, oder will man auf PvE gehen, will man ja einer der allerbesten Chars in den Dungeons werden, will man so weit kommen in den Dungeons, wie es nur irgendwie geht. Und Strider hat sich entschieden, nee, er ist PvP fokussiert, er geht nur auf PvP, er scannt Spieler, er schaut, wie er sich weiter optimieren kann. Und da hat ihm natürlich SF-Tools sehr geholfen, weil er da die ganzen Spieler auswerten konnte somit und sehen konnte, ja, wo ist noch bei ihm Nachholbedarf und was machen andere Spieler anders als er, was er halt noch ändern könnte bei seinen Char, damit er irgendwann auf die 100%ige Effizienz kommt, ja. Also, ja, echt Respekt an dich, Strider. Dann, Frage 4. Wie sieht dein Spielstil aus? Wie effizient spielst du das Spiel? Es ist sehr anders im Vergleich zu davor. Ich habe mir früher jeden Tag Wecker gestellt. Ja, wahrscheinlich wegen der Goldgrube, ne? Und wegen der Stadtwache auch, den 10 Stunden. Also da war Strider sehr hinterher. Ja, wenn man 20 Stunden lang ein MMO-RPG zockt am Tag, dann weiß man schon, mit was für einem Spieler man es zu tun hat, ja. Also Strider will es einfach wissen, ja. Strider will einfach alles rausholen aus dem Game, was nur irgendwie geht. Und dazu gehört auch einfach, ja, Wecker stellen.
wenn er das nicht tun würde, etwas verlieren würde. Ich habe ADHS und OCD. Während es zwar sehr hilfreich sein kann in meiner Karriere und im Spiel, ist es trotzdem ein zweischneidiges Schwert. Glücklicherweise wissen meine Freunde und meine Familie genau, wer ich bin. Mittlerweile ist es viel entspannter, vor allem seitdem ich den Arena-Manager fertiggestellt habe. Ja, genau auf seine Spielweise ist er jetzt nicht eingegangen. Ich meine, ja, man kann erahnen, was er macht. Und ja, und zwar alles, ja. Er nimmt Beutegold mit, er geht nur auf Gold in den Quests. Nicht so wie Latschik, dass er auch ab und zu XP mitnimmt. Ja, alles Mögliche. Ihr habt ja gelesen, früher weggestellt, sogar bei Goldgrube und Stadtwache. Er nimmt alles mit, was geht. Was noch interessant gewesen wäre, ob er den LD oft mitnimmt. Das weiß ich gerade nicht, ob ich ihn gefragt habe, aber das werden wir ja vielleicht gleich sehen oder gleich lesen. Frage 5. Du hast einen großen Vorsprung von 12.000 Basispunkten zu dem Platz 2 Spieler. Wie hast du das erreicht? Ja, da habe ich mich, glaube ich, verschrieben. Denn ja, es sind eigentlich 17.000 Punkte, ja. Es sind eigentlich 17.000 Punkte, nicht 12.000, also sogar nochmal viel mehr, ja. Muss man gesagt haben. Ja, wie hat er das erreicht? Und da schreibt er, vor SF-Tools habe ich Excel-Tabellen genutzt, um Spieler zu tracken. In Klammer, von denen ich dachte, ja, dass sie in den Top 5 bis 10 der Welt sind. Und ich habe sie wöchentlich getrackt. Mit Scythe musste ich ein großes Defizit überwinden. Er war der König der Base-Stats. Der King quasi. Ja, Scythe, Grüße gehen raus. Scythe war jahrelang einfach der weltbeste Spieler von den Basispunkten, bis er hier irgendwann von Strider überholt wurde. Einfach aufgrund dessen, dass Scythe nicht hundertprozentig effizient gespielt hat, sondern Strider schon. Und deswegen hat Strider ihn irgendwann überholt und jetzt auch schon ziemlich einen Vorteil. Also fast 20.000 Basispunkte extra hat Strider. Ist jetzt in dem Jahr hat Strider auch schon 4.000 Punkte mehr gemacht als Scythe. Genau. Also der Vorsprung wird immer weiter ausgebaut. Die originale Tabelle war 7 oder 8 Jahre alt, aber wurde leider beschädigt und wurde automatisch gespeichert, bevor ich es realisiert habe, dass sie beschädigt war. Also ziemlich schade. Ja, weil deshalb musste ich 2020 nochmal neu anfangen, da eben die alte Tabelle von ihm leider kaputt war, corrupted sozusagen. Ja, und es wurde halt automatisch gebackupt und deswegen war da nichts mehr zu holen. Echt schade, weil 7 und 8 Jahre lang hat er die Tabelle geführt und dann ist alles weg. Das ist ziemlich traurig. Und wäre auch interessant gewesen, wie die Tabelle ausgesehen hat. Genau, hier ist ein Screenshot von einem Teil meiner Tabelle. Ich muss sagen, ich nutze immer noch Excel-Tabellen, um Spieler zu tracken, aber mittlerweile macht das SF-Tools viel einfacher. Ja, den Screenshot, den blende ich euch jetzt ein. Ich werde ganz kurz cutten. So, jetzt bin ich zwar ein wenig überbelichtet, aber egal. Endlich geht mir auch mal ein Licht auf, ne? Ja, also das ist quasi ein Teil seiner Excel-Tabelle. Das sieht man das, ich hoffe schon. Ja, dürfte man sehen. Hier hat er aufgelistet ein paar Spieler, mit denen er sich damals gemessen hat. Hier Scythe, Viper, Ego S15. Kennt man, war einer der allerbesten Spieler, bis er sich dann gelöscht hat. Weil einer seiner Chars, glaube ich, gebannt wurde. Fredo CBR kann ich jetzt nicht. Ist ein französischer Spieler anscheinend. S6 Frankreich steht da. Bad News Run mit seinen 3 Chars. Voraken und Meister. Ja, die kennt man wieder alle, natürlich. Hier sind quasi die ganzen Basispunkte aufgelistet, die diese Spieler gemacht haben. Hier die täglichen. Und hier Catch-up, also aufholen. Wird wahrscheinlich heißen, wie viel Strider da noch zum Aufholen hatte. Ja, also echt verrückt. Ja, und das Ganze hat ihn quasi immer weiter optimiert, dadurch, dass er hier gesehen hat, was machen die Spieler anders oder wie viel muss ich aufholen, um Rang 1 zu werden in den Basispunkten. Und das hat er gemacht, sozusagen. Und ist dann immer weiter aufgerutscht, bis er dann schlussendlich Scythe irgendwann überholt hat. Und mittlerweile einen Vorsprung hat von 17.000 Basispunkten. Ja, also so hat er das erreicht, mit Hilfe solcher Listen. Frage 6 ist eine kleine Scherzfrage an ihn gewesen. Man kann keine Erfahrung kaufen, aber Gold. Bist du Pay to Win? Ja, das war jetzt eine Frage.
da Strider ja der beste Spieler ist von den Statspunkten her und Statspunkte kann man ja theoretisch erkaufen. Und er hat auch so einen krassen Vorteil, ja, also so viele Statspunkte mehr als der Zweitplatzierte in den Statspunkten. Da habe ich mich gefragt, ja, hast du mal irgendwie, also gibst du Geld aus so dafür, für LD-Runs oder für, ja, wir sind auch schon da, den Greifendrachen, die Umweltprämie hier. Ja, gibst du dafür Geld aus, bist du Pay to Win? Da schreibt er, ganz am Anfang im Spiel musste ich gegen ein paar Wale spielen und das PvP war lächerlich. Wir waren in gegnerischen Gilden, aber ich habe mich durchgesetzt. Ein Spieler hat mich sogar angeschrieben und gemeint, dass er aufhört, da er nicht gegen mich ankommt. Ein Weg zu meinem Erfolg war, dass ich die Umweltprämie ausgenutzt habe, aber ich habe sie mehr dazu ausgenutzt, meine Gegenstände zu verbessern und nicht so sehr, um Stats zu kaufen. Also, als allererstes, wenn ich weiß, was mit Wahlen gemeint ist, ist ein Begriff in der Shakes-Welt einfach für Leute, die einfach sehr, sehr viel Geld haben und das auch ausgeben, ja, einfach rausballern. Ja, und da hat es sich anscheinend am Anfang des Spiels mit ein paar gemessen, aber er hat sich durchgesetzt gegen diese. Ja, und einer hat sogar anscheinend aufgehört, wie er hier geschrieben hat, wegen Strider, da er nicht gegen Strider angekommen ist. Weil einfach, ja, bei solchen Leuten ist oft das Problem, dass sie eben sehr ineffizient spielen. Sie geben zwar viel Geld aus, haben dadurch ja, temporären Vorteil, aber auf lange Sicht gesehen macht ein Spieler wie Strider, der eigentlich hundertprozentig effizient spielt, macht immer auf lange Zeit gesehen, ja, macht das alles wieder weg. Den Nachteil am Anfang. Genau, also ja, und dann nächstes Thema, was er anspricht, die Umweltprämie. Ich lese nochmal kurz vor. Ein Weg zu meinem Erfolg war, dass ich die Umweltprämie ausgenutzt habe. Ja, also sehr interessant. Strider hat sich anscheinend hier den Greifendrachen öfter gekauft, eben für die 10 Millionen Gold, die man bei Stufe 612 bekommt. Und mit 512, oh Gott, mit 25 Pilzen. Ich glaube sogar, Strider wird da ziemlich ineffizient auch wieder gespielt haben, da er damals wahrscheinlich also das war am Anfang des Spiels, schreibt er hier auch. Damals war er wahrscheinlich noch nicht Stufe 612 und da hat der Greifendrache eben noch nicht die 10 Millionen gegeben, die 10 Millionen Gold. Also echt krass, ja. Was sich Strider da angetan hat. Dann schreibt er, genau, um seine Gegenstände zu verbessern und nicht so sehr, um Stats zu verkaufen. Das heißt jetzt nicht, dass ich mir keine Stats erkauft habe. Ja, also er hat sich Stats erkauft. Mit Hilfe meiner Excel-Tabelle wusste ich, wie viele Stats ich pro Tag, pro Woche oder Monat gemacht habe. Wenn ich irgendwann mal Fehler gemacht habe und nicht auf meine durchschnittlichen Stats gekommen bin, musste ich quasi Buße zahlen und mir ein paar Stats erkaufen, um das wieder auszugleichen. Ja, also echt verrückt. So krass war Strider drauf, früher vor allem, dass er sich Stats erkauft hat, wenn er unter einem gewissen Durchschnitt, also wenn er unter einem gewissen Durchschnitt war, gegenüber anderen starken Spielern. Und um das wieder auszugleichen, hat er sich einfach ein paar Mal den Greifendrachen geleast und immer wieder sich die 10 Millionen Gold abgesnackt und verskillt. Ja, ziemlich kostenspielig, aber das sieht man mal, wie ernst er es mit dem Spiel meint. Echt, ja, beeindruckend. Genau, manchmal war es ein wenig kostenspielig, am allermeisten am Anfang, wenn ich zum Beispiel vergessen habe, meiner Stadtwache vor einem Gold-Event richtig einzustellen. Ja, also am Anfang der Miner quasi, da hat die Stadtwache noch nicht die 10 Millionen Gold gegeben, da er noch nicht Stufe 612 war. Und da musste man die Stadtwache quasi so timen, wie heute die Goldgrube, dass man sie knapp nach 0 Uhr abholt und somit auf die maximalen 10 Millionen Gold durch die Stadtwache gekommen ist. Das war früher vor allem noch so, da gab es noch keine Stufe 612 Spieler. Ja, das war noch zur Anfangszeit von Jackson Fidget, Leute. Genau, und das hat er ab und zu vergessen einzustellen. Und deswegen musste er da auch wieder, wie er schreibt, Buße zahlen und ja, ordentlich reincashen mit dem Greifendrachen, den er sich da ein paar Mal geleast hat, um das wieder auszugleichen, ja. Aber ich würde sagen, das allermeiste meiner Umweltprämie kam von der Festung und der Unterwelt. Eine Strategie, die ich genutzt habe, um Platz 1 hier viel schneller zu erreichen. Da weiß ich jetzt nicht genau, was da die Umweltprämie mit der Festung und der Unterwelt zu tun hat. Ihr seht ja hier in der originalen Nachricht, dass er das eigentlich wirklich so geschrieben hat. Ich habe das, glaube ich, schon richtig übersetzt, aber ich weiß nicht genau, was er damit meint. Also ich kann dazu jetzt nichts wirklich sagen.
Wenn ihr da eine Idee habt, könnt ihr mir das ja gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde sagen, wir machen einfach weiter mit Frage Nummer 7. Frage 7 lautet: Welche Dungeons hast du noch offen und wie sehen deine Chancen aus? Schattenwelt ist er bei der Monstergrotte 5 von 10, also beim Marshmallow Man. Ich habe keine wirklichen Chancen, ihn vor Mitte nächsten Jahres zu besiegen. Könnte ich der erste Charakter sein, der alle Gegner in der Schattenwelt besiegt hat? In Klammer vorausgesetzt, es kommen keine weiteren Gegner hinzu. Vielleicht, aber ich denke, Nachtduelle wird es werden. Ich bin mehr fokussiert auf meine insgesamte Power, welche man mit Hilfe von SF-Tools und Timotheps Skript sehen kann, als auf alles andere. Wer jetzt nicht weiß, was Power ist, das ist quasi ja für SF-Tools so ein kleines Skript, so ein Header zum Sortieren, ja, wo man sehen kann, das ist von Tim erstellt worden, soweit ich weiß. Ja, da kann man quasi sehen, da spielen mehrere Faktoren hinzu, alles Mögliche, und das hat alles verschiedene Gewichtungen. Und ja, das nennt man dann, also den Ganzen hat man dann den Begriff Power gegeben. Und da ist Strider auf Platz 1. Ich kann ja versuchen, ob ich hier irgendwie einen Screenshot finde. Dann kann ich den hier einblenden. Mal schauen. Genau. Ja, und die Dungeon-Chancen, da hätte ich jetzt für euch ein paar Screenshots. Wartet ab, wartet ab. Hier einmal der Marshmallow Man. Genau, da hat er 10 Millionen Mal simuliert und besiegt den nur 1203 Mal, was eine 0,01% Chance ist. Er ist halt ein Magiergegner, ne? Also da kommt er fast nicht durch. Ist halt echt schade. Ich habe aber noch die insgesamten Dungeon-Chancen. Und zwar hier der Sandbox-Wurm, da hat er 0,73% dann. Aber er muss halt zuerst durch den Marshmallow Man ja, hindurchkommen. Das ist einfach eine undurchdringbare Wand gefühlt, ja. Ja, und gegen die nächsten beiden, Optimus Supreme und Three-Headed Dragon God, hätte er auch schon ja eine Chance, die man überwinden könnte, wenn man bereit ist, Pilze auszugeben. 0,08 sind, glaube ich, 1200 Pilze, ne, dürften das sein, die er ausgeben müsste, um den zu besiegen. Und Three-Headed Dragon God wären 2000 Pilze. Aus ich rechne mich da gerade. Und ja, das würde eigentlich gehen. Also, eigentlich hält ihn gerade nur auf der Marshmallow Man. Aber wenn er da bereit wäre, 10.000 Pilze auszugeben, quasi 300 Euro, dann würde er auch ja hier den Marshmallow Man besiegen. Und dann könnte er auch hier die letzten, oder die anderen 3 Gegner hier bezwingen. Und wäre der Spieler mit den, ja, der am weitesten wäre bei den Dungeons, ja. Aber anscheinend hat er da keinen Bock drauf. Er ist ja eher, habe ich euch ja schon vorhin gesagt, Strider ist ja eher einer, der wenig Wert auf PvE legt, also wenig Wert auf Dungeons, sondern eher PvP fokussiert ist. Genau, dann machen wir weiter mit Frage 8. Was denkst du über den derzeitigen Progress im Spiel? Die Top-Spieler machen fast 100.000 Basispunkte im Jahr, was bevor die Goldgrube etc. hinzugefügt wurde, niemals möglich gewesen wäre. Absolut nicht. Wir als Community fragen seit Jahren nach mehr Endgame-Content und das ist nun der Beitrag dazu. Ja, also Strider ist da eher nicht der Meinung, dass man da was ändern sollte. Irgendwie weniger Progress, dass es so schnell geht mit den Basispunkten. Oder dass es zu viele sind, findet er auch nicht. Genau, weil halt immer nach mehr Endgame-Content gefragt wird. Seitdem Acclamator und seine Freunde den Discord eröffnet haben, wurde die Beziehung zwischen Player und den Spielern sehr viel verbessert. Ich glaube, solange es auf beiden Seiten ein Geben und Nehmen ist, wird sich das Spiel weiterhin positiv verändern. Jedoch setzt das voraus, dass kommende Features das Spiel bereichern werden und keine zu großen Einschnitte ins Spiel hervornehmen. Ein Beispiel wäre, wenn man das Gold Cap aufheben würde, aber ich denke nicht, dass das passieren wird, weil es das Spiel wahrscheinlich kaputt machen würde. Also wenn man das Gold Cap aufheben würde, ja, die 16,5 Millionen Gold von den Quests, den 10 Millionen von Greifendrachen, vom Leasing, von der Stadtwache, von der Goldgrube auch, ja, das wäre wirklich extrem. Da gäbe es wahrscheinlich sogar Spieler, die 200.000 Statspunkte im Jahr machen, ja. Und dann wäre es auch, also gäbe es kein Goldcap, dann wäre es jetzt nicht nur, ja, von jetzt auf gleich einfach blöd, weil es einfach zu schnell einen Progress jetzt gibt, sondern auch, weil die Spielweise von Goldspielern
einfach komplett, ja, sinnlos wäre, ja, und sie von jetzt auf gleich einen ineffizienten Char haben würden, ja. Weil Spieler wie Dr. Darm hätten dann einen extremen Vorteil und würden, ja, so Spieler wie, ja gut, vielleicht Strider jetzt nicht, aber andere Spieler wie, ja, vielleicht eine Nachteule, was weiß ich, vielleicht wie Meister oder Don Zeus würden, ja, aufgeholt werden, ja. Wobei Don Zeus hat ja auch ein sehr hohes Level, ne, ja. Also wie die meisten Goldspieler, die würden dann aufgeholt werden von so Spielern wie Dr. Darm und anderen, die ein hohes Level haben. Da, ja, alles, was Gold gibt, auch levelabhängig ist. Das skaliert ja alles mit dem Level. Aber irgendwann gibt es halt bei allen Sachen ein Limit, ja. Und wenn man das aufheben würde, wäre es fatal. Ich denke, verschiedene Top-Spieler haben die Möglichkeit, auf ihre eigenen Ziele hinzuarbeiten. Sei es PvE, PvP, Basispunkte, Level oder noch anderes. Ja, also die Spielweise von jedem ist einem selbst überlassen. Strider ist PvP-Spieler und halt auch Basispunkte-Spieler, also der Platz 1 in den Basispunkten. Dann halt Dr. Darm und viele andere gehen halt nur auf Level, Ignil. Nachteule ist ein PvE-Spieler, geht nur auf Dungeon-Kämpfe. Bei jedem ist es anders, ja. Und bei jedem sieht quasi der Progress anders aus, sozusagen. Also Strider ist nicht der Meinung, dass das Spiel irgendwie, ja, zu schnell geworden ist im Vergleich zu früher. So, Frage 9. Was denkst du über die Three-Arc-Situation? Da muss ich jetzt anmerken, die Frage habe ich ihm gestellt oder allgemein die Fragen habe ich ihm gestellt und er hat sie beantwortet am 26. November. Ja, also schon fast einen Monat jetzt mittlerweile. Und da war das Ganze noch nicht mit Three-Arc und Turon. Also das spielt jetzt hier in seiner Antwort keine Rolle und auch in meiner Frage nicht, sondern eher, ja, das mit dem Beutegold-Abuse von Three-Arc. Und dem, ja, wahrscheinlich ein Multi-Accounting. Da schreibt Strider jetzt auch was dazu. Die Three-Arc-Situation war sehr unglücklich. Zuallererst gesagt, ich habe nie persönlich mit Three-Arc gesprochen, um herauszufinden, was wirklich vor sich ging. Deshalb habe ich nie seine Sicht der Dinge gehört. Ich kann dir die Spekulationen geben und ich kann dir die Daten geben. Ja, jetzt gerne, ich bin gespannt. Die Spekulation war, in Klammer Start 1. September 2022, dass Three-Arc zwei verschiedene Wege hatte, um mehr Gold als alle anderen zu machen. Einer war, dass er einen Goldgruben-Bug gefunden hat, den er ausgenutzt hat und dafür gebannt wurde. Habt ihr auch schon von mir mehrfach in Videos gehört. Es gab einen Goldgruppen-Bug, wo man sich um 0 Uhr quasi, also da konnte man um 0 Uhr ganz oft auf die Maustaste klicken, am besten mit einem Autoklicker, ja, macht am meisten Sinn und dann bekommt man auch am meisten. Und dann wurde einfach, ja, das Spiel ist ein bisschen ausgerastet und hat einfach die Goldgrube dann öfter abgeholt, vom Sprung quasi von 23:59 Uhr bis 0 Uhr, weil ich das Spiel dann irgendwie nicht mehr auskannte, warum auch immer. Und wenn man dann eine volle Goldgrube hatte mit 300 Millionen und am besten noch dann Gold-Event am nächsten Tag, dann hat man da wirklich sehr viele Stats bekommen. Und das hat Three-Arc ausgenutzt und wurde dafür auch für meines Wissens nach 3 Wochen gebannt. Und dann, genau, er wurde gebannt. Der andere Weg war, dass er 2 weitere Spiele benutzt hat, Gildenmitglieder, um sich 100% ihres Goldes zu sich transferieren zu lassen, indem er sie angegriffen hat für das Beutegold. Also quasi, die Theorie ist, also es ist ja bekannt, dass Three-Arc sich in der Ehrenhalle droppen hat lassen und es hat 2 Spieler gegeben, die von jetzt auf gleich auf einmal keine Stats mehr gemacht haben im Monat. Und Three-Arc hat quasi dafür halt umso mehr Stats gemacht. Das hat man alles mit SF-Tools sehen können. Sehr schön. Und da ist halt die Theorie, dass das Multi-Accounting, ja, als Multi-Accounting ist, dass die beiden Spieler auch Three-Arc gehört haben. Weil warum würden 2 weitere Spieler, vor allem 2 Spieler gleich, Three-Arc ihr gesamtes Gold geben? Vor allem diese Spieler waren auch ganz, ja, das waren Top-Spieler, ganz hohe Spieler auf dem alten Server, wo Three-Arc gespielt hat. Und auf einmal, von jetzt auf gleich, haben sie sich entschieden, okay, kein Bock mehr auf die Top-Position, du bekommst unser ganzes Gold.
Ja, ist schwierig. Also man kann es nicht genau wissen, aber es sind halt jetzt so Spekulationen. Ich weiß nicht, ob er wirklich den Goldgruppen-Bug ausgenutzt hat und ich weiß auch nicht, ob er Multi-Accounting betrieben hat. Aber die Daten zeigen, dass wenn er das alles ausgenutzt hat, dass er nun viel mehr Gold bekommen hat, als dass er durch die Sperre seines Chars verloren hätte. Also quasi, der Bann hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt für ihn, also zumindest der Goldgruppen-Bug, für den Beutegold-Abuse mit dem Multi-Accounting, dem wahrscheinlichen, da wurde er ja nicht gebannt. Aber das mit der Goldgrube hat sich für ihn auf jeden Fall gelohnt. In 3 Wochen. Also er wurde 3 Wochen gesperrt. Aber er hat insgesamt dadurch mehr Gold gemacht, als er jetzt durch den Bann verloren hat. Was halt auch ziemlich unfair ist. Genau. Also war der Bann keine wirkliche Bestrafung. Die Daten zeigen auch, dass die Menge an Zeit und Angriffen und verwendeten Pilzen benötigt hätte, dass ein einzelner Spieler alle Accounts kontrolliert, um ständig das Equipment zu wechseln und um andauernd anzugreifen, um Gold zu generieren und das auch gleich wieder auszugeben, zu verskillen. Ja, es war ja so, dass Freak sich wirklich extrem droppen hat lassen, wirklich tausende Pilze ausgegeben hat, um so weit nach unten zu kommen wie möglich. Gleichzeitig aber, sind die anderen Spieler, die er angegriffen hat, auch gedroppt. Oder er hat sie hochgespielt, so hoch wie möglich, damit sie, so weit oben waren wie möglich, damit an so großer Abstand war wie möglich. Freak und die anderen Spieler. Und dann hat er sie angegriffen, Angriff, das ganze Gold abgesnackt. Dann war er quasi über den Spielern. Ja, und dann hat er das wieder von neu gemacht. Wieder sich selber runtergespielt, die Spieler wieder hochgespielt, bis eben, die Spieler kein Gold mehr hatten. Und dann haben die Spieler wieder angefangen, Gold zu generieren durch Quests und alles Mögliche. Ja, und das war innerhalb von so einem kurzen Abstand immer, dass man sagen muss, das muss eigentlich der ein und dasselbe Spieler gewesen sein. Tja, das weiß man jetzt nicht genau, weil man kann es ja nicht beweisen. Für beide diese Wege zeigen die Daten, dass er mehrere 10.000 Basispunkte im Wert von Gold bekommen hat. Habe ich ja schon wieder dazu gemacht. Also der hat, glaube ich, mindestens 40.000 Basispunkte bekommen, der Freak, durch den Abuse. Weil er war davor, also Freak war davor, kann ich ja mal zeigen, hier bei der Liste. Freak war, also aktuell ist er Platz 2 in Basispunkten, aber er war, bevor er das gemacht hat, irgendwas mit Platz 20. Ich glaube, Platz 22 war er. Und jetzt ist er einfach bei Platz 2. Und ja, hätte es die Einführung des Goldlimits nicht gegeben durch das Beutegold, dann hätte er Strider sogar überholt. Ja, also da hatte Strider echt Glück, muss man sagen. Weil, nicht mehr viel länger, ein paar Wochen länger. Und Freak hätte Strider überholt. Ja, das wäre wirklich heftig gewesen. Aber zum Glück ist es ja nicht passiert. Auch wenn ich natürlich jeden Spieler, es gönnen würde. Ich gönne es auch Freak eigentlich, aber wirklich, ich glaube wirklich nicht, dass das alles legitim abgelaufen ist. Weil es wirklich so extrem unwahrscheinlich ist, dass dieser Top-Spieler Freak, das Gold, freiwillig geben. Weil, wie gesagt, das waren alles, die beiden Spieler waren auch hier in den Top-Spots bei der Ehrenhalle. Und von jetzt auf gleich haben sie auf einmal keine Stats mehr gemacht im Monat und dann Freak halt dafür viel mehr. Ja, es ist einfach sehr, sehr unwahrscheinlich. Was weiß denn ich schon, ne? Genau, dann 10. Frage. Wieder eine spielerbezogene Frage. Glaubst du, DFPS-Bann war unfair? DFPS-Bann, muss ich kurz erwähnen, der habe ich auch ein Video dazu gemacht. Muss ich schauen, ob ich das alles hier verlinken kann, wenn ich mich dran erinnere. DFPS wurde gesperrt für immer, permanent, ja. Nicht wie Freak für nur 3 Wochen. Sondern DFPS wurde für immer gesperrt, weil er von den ersten Twitch-Drops das Gold, er hat einen Exploit gefunden, wo er das Gold mehrfach abholen konnte. Er hat sich das Gold irgendwie 172 Mal, glaube ich, abgeholt. Hatte dann dadurch so viel Gold, dass er, ich glaube, 27.000 Statspunkte machen konnte. Er hat das Gold gelagert gehabt, er hat es nicht ausgegeben, aber er hatte es, ja. Und er hat sich dann, glaube ich, irgendwie selber reported oder irgendwie so, ganz komisch. Und dann wurde er gesperrt. Für immer, ja. Genau, ich lese mal hier Striders Meinung dazu vor.
Ich hatte eine gute Beziehung zu DFPS. Er war einer der vielen Spielern, mit denen ich gesprochen habe. Und wir haben uns gegenseitig gepusht, um weiterhin kompetitiv zu spielen. Ich denke, das, was er getan hat, war zwar schlau, aber dumm. Ja, schlau war es auf jeden Fall, weil sowas findet nicht jeder, so ein Expert. Ich denke nicht, dass er jemals damit gerechnet hätte, gebannt zu werden. Der Bann selber ist sehr unglücklich. Wenn man sich FreeArcs Bann ansieht, in Klammer, und obwohl ich denke, dass was FreeArc getan hat, viel schlimmer ist auch meiner Meinung, hätte ich persönlich auch einem Bann zugestimmt. Ja, auf jeden Fall, also sowas darf man nicht unbestraft lassen. Ich mag keine Exploits, aber ich verstehe diese im Eifer des Gefechts Entscheidungen und die Schwierigkeit, dieser zu widerstehen und nicht auszutesten. Ja, gut, also das kann ich auch verstehen, wenn man so etwas findet, dann, ja, ich kann verstehen, wenn man es testen will und auch ein bisschen ausnutzt und so ein bisschen herumguckt, ja, und ein bisschen sich ansieht, wie was funktioniert. Aber warum muss man es ausgerechnet mit dem Main-Account machen? Warum nicht mit irgendeinem anderen Char, mit einem Level 1 oder was weiß ich, ab wann man die Twitch-Drops bekommen kann? Kann man ja schon ab Level 1, glaube ich, ne? Warum hat er sich entschieden, das mit dem Main zu machen? Also da ist DFPS wirklich selber schuld, das hätte er besser wissen müssen. Ja, wie Strider schon geschrieben hat, das ist schlau gewesen, aber auch gleichzeitig dumm, ja. Und so ist es halt eigentlich echt ziemlich gut beschrieben. Ich habe meine Funde immer sofort gemeldet, meistens auch öffentlich, wenn ich wusste, dass man es nicht wiederholen kann. In Klammer, als ich zum Beispiel der erste Spieler war, der die Festung und Unterwelt als erster Spieler gemaxt hat. Genau so. Das kann halt nur einer schaffen, als erstes die beiden Sachen maxen. Das hat er dann stolz verkündet. Und ich habe es privat gemeldet, wenn ich wusste, dass man es wiederholen kann. Also irgendeinen Bug zum Beispiel, ja. Ich war traurig zu sehen, dass DFPS das Spiel verlassen hat. Er war eine harte Konkurrenz. Ja, also echt ziemlich schade. DFPS war ja wirklich ein Spieler, der ganz, ganz weit oben stand. Ups, das war noch die Liste von vorhin. Der ganz, ganz weit oben stand hier. Ich glaube, in den Top 5 war DFPS ja von den Basispunkten einer der allerstärksten Spieler. Ja, das war einmal. Jetzt nicht mehr. Der dürfte, glaube ich, sogar hier noch irgendwo zu finden sein, DFPS. Schauen wir mal. Ja, genau, hier. Mittlerweile 137 im Platz mit 311.000 Basispunkten. Sehr, sehr schade. Ja, DFPS, warum hast du es nur getan? Weiß wahrscheinlich nicht mal er selber. Gut. Ja, dann kommen wir... Warte, wo waren wir gerade? Bei Frage 10, ne? Okay. Ja, dann sind wir jetzt bei Frage 11. Wie oft scannst du andere Spieler und warum machst du das? Ich nutze SF-Tools, um die Top 10 Spieler auf jedem Server der Top 25 IHOF-Spieler zu tracken. Also er meint quasi, dass er quasi von den Top 25 IHOF-Spielern hier, von deren Servern wiederum die Top 10 Spieler scannt und ja, trackt. Also ungefähr 250 Spiele pro Woche. Er macht das wöchentlich nämlich. Ich mache das, seitdem ich angefangen habe, SF-Tools zu nutzen. Ich mag es zu sehen, wie sich die Top-Spieler verhalten und versuche, ihre Spielweise und Spielmuster zu verstehen. Als die Fusion 1 erschienen ist, habe ich die Top 100 täglich getrackt, um die verschiedenen Spielweisen der Spieler zu verstehen und um meine Ehrenhalle-Kämpfe zu verbessern. Und um potenzielle Kandidaten für unsere Gilde zu finden. Ja, für quasi hier das Server Tang. Die Gilde ist ja dann entstanden. Also die gab es vorher schon, war vorher schon relativ stark. Aber hat sich dann noch sehr, sehr viel weiter gestärkt. Ja, da kamen viele Spieler hinzu. Unter anderem hier der Shadow, der Tim und halt natürlich auch der Strider. Die kamen alle hinzu. Genau. Ich habe mittlerweile damit aufgehört, die Spieler zu tracken und habe eine tägliche Routine und habe mir gemerkt, welche Kandidaten der Top 100 Ehrenhalle die besten von Fusion 1 sind. Also von seinem Server trackt er die Spieler anscheinend nicht mehr. Aber ja, er hat sich mittlerweile gut eingelebt hier in der ersten Fusion und hat sich gemerkt, wer die besten Spieler hier so sind. Aber die insgesamten Top-Spieler trackt er schon noch wöchentlich. Die weltweit besten. Was ist deine Meinung? Frage 12. Was ist deine Meinung über das Beutegold
Um es zu nutzen, kannst du nicht Rang 1 sein, nervt dich das nicht. Ja, Strider ist ja hier Platz 44, ne, 46 sogar gerade. Oder? Ne, wartet. 48 ist er. Strider ist gerade Platz 48 und er könnte eigentlich mit Pots mit Leichtigkeit Platz 1 sein. Ja, witzigerweise ist hier wieder gerade so ein Bug. Hier sind 4 Spieler Platz 1, die eigentlich nicht Platz 1 sein sollten. Okay, what the fuck. Ja, Shadow ist hier Platz 1 immer. Aber eigentlich könnte es Strider sein, wenn er es wollen würde. Ja, ich habe halt die Frage, kennt ihr ja schon von mir, die stelle ich ja den meisten ja, guten, starken Spielern, die sehr viel Gold schon erwirtschaftet haben in einem Jackson Fidget-Leben. Ja, ist halt eine interessante Frage und da antwortet er, ich mochte die Idee des unlimitierten Beutegolds nicht, ja, weil vorher war es ja unlimitiert. Es hat sich so angefühlt, als ob man zukünftige potenzielle Gildenmitglieder verliert und den ganzen Server gegen sich aufbringt, wenn man das Beutegold ausgenutzt hat. Der Grund ist eben daher, dass vor allem bei inaktiven Servern, dass dann sehr, sehr viele der eigenen Gilden, oder der eigenen Gilde hier in der Ehrenhalle mitgespielt hat. Bei meinem Server ist es ja vor allem so. Und dann, ja, tut man sich echt schwer, noch die paar einzelnen Leute, die nicht in der eigenen Gilde sind, hier anzugreifen und das Beutegold zu holen. Dann muss man schon fast eigene Gildenmitglieder angreifen, da man sonst nicht zurechtkommt. Ja, und das meint Strider. Also da verärgert man echt viele Leute. Ich habe das nicht gemacht, wo ich das Beutegold noch mir immer geholt habe. Aber bei mir war das echt schon ziemlich stressig. Also da verstehe ich, was er meint. Zum Glück war ich auf meinem Server zu stark, um das Beutegold überhaupt nutzen zu können. In Klammer, weil das hätte ich getan. Ja, also auf seinem Server war er ja bei weitem auf Platz 1. Er hat ja davor auf S10 US gespielt, bevor der Server dann fusioniert wurde mit anderen Servern zu F1. Und ja, der Server S10 US war so extrem inaktiv, dass der Platz 2 Spieler gefühlt die Stärke von 1/100 von Strider hatte. Also da konnte Strider sich, selbst wenn er ohne Pots rumgelaufen ist, ohne Equipment, hat er trotzdem nicht gegen den Platz 2 Spieler verloren. So stark war Strider einfach. Und so schwach war der Platz 2 Spieler. Das muss man sich einfach mal überlegen. Deswegen konnte Strider einfach diese Taktik nicht nutzen. Ich habe gesehen, wie DFPS diese Taktik erfolgreich verwendet hat. Genau, DFPS war einer der ersten, der die Taktik so publik gemacht hat. Da hat er dort mal ein Video darüber gemacht. Genau, erfolgreich verwendet hat, ohne zu viele Spieler zu verärgern. Aber dann habe ich bemerkt, wie die Spieler von dem allen mitbekommen haben und ihr Gold nicht mehr gelagert haben, damit sie kein Ziel des Ganzen mehr waren. Ja, also irgendwann ist halt auch so ein Problem. Irgendwann bekommen die Spieler das mit, dass sie ständig angegriffen werden und dass ihr Gold immer weniger wird. Und dann, ja, verskillen die ihr Gold, ja, weil irgendwann schauen die in die Post. Okay, ich wurde 1000-mal angegriffen von demselben Spieler. Ja, dann verskill ich mal lieber mein Gold und dann bekommt er nichts mehr von mir. Genau, aber ich habe auch gesehen, dass es von anderen ausgenutzt wurde. Freark ist ein Hauptbeispiel, wenn er wirklich Multi-Account Freark ist ein Hauptbeispiel, wenn er wirklich Multi-Account betrieben hat. Und ich habe mir verstanden, warum sich viele darüber aufregen. Ich war ziemlich froh, als das Limit kam. Zufälligerweise kam das Limit zur gleichen Zeit, als F1 erschienen ist. Das war sehr praktisch. Ja gut, also das Limit wurde ja extra eingeführt, eben wegen den Fusionen. Da man, ja, bei den Fusionen ist es ja erlaubt, logischerweise, wenn man jetzt auf S8 US einen Charakter hat und auf S10 US einen Char, dann ja, darf man jetzt bei Fusion 1 mit beiden Chars spielen, ja. Problem war halt, dass man das ausnutzen konnte, theoretisch, dass man dann einen Char genommen hat und dann seinem Hauptchar das ganze Gold rüber transferieren konnte, wenn man, ja, mochte, quasi so wie bei Freark das der Fall gewesen ist. Und um das zu verhindern, hat Playa dann das 100 Millionen Gold-Limit von dem Beutegold eingeführt. Und das war der Grund. Was den Verzicht auf Platz 1 auf dem Server angeht, ist dies eine persönliche Entscheidung jedes Spielers. Ich war froh, den Platz 1 Rang abzugeben, weil ich ihn über 10 Jahre lang gehalten habe und es gab keine weiteren Vorteile mehr, mich an diesen festzuklammern. Ich war froh, als ich den ersten Platz mit einem weiteren Spieler teilen konnte, da es ein fusionierter Server war und ich konnte eine neue Taktik ausprobieren, zu der ich davor keinen Zugriff hatte. Ja genau, und die Taktik, die ist er jetzt ja fleißig am Ausnutzen seit Beginn des Servers. Er hat keine Tränke mehr drin seitdem. Ja, und hat halt auch anscheinend, wie es ist, wie er schreibt, kein Problem, dass er nicht Rang 1 ist, bei Weitem sogar.
ist halt gerade Platz 44. Und anscheinend spielt er auch gerade, er war gerade 48, ne? Also anscheinend holt er sich gerade ein bisschen Beutegold ab. Hier live im Video. Witzig, witzig. Genau, ja, dann machen wir weiter mit der nächsten Frage. Frage 13. Was ist deine Meinung über den derzeitigen Stand des Spiels? Würdest du etwas ändern? Es macht mir wirklich Spaß zu sehen, wohin sich das Spiel derzeit bewegt. Es fühlt sich so an, als ob die Beziehung zwischen Player und der Discord SF-Taverne besser als je zuvor ist. Finde ich auch, ehrlich gesagt. Ja, also ohne die SF-Taverne, ja, da würde Players nicht so von sich rauskommen, denke ich mal. Weil da haben sie erst gesehen, ja, wie viele Spieler wirklich bereit sind, ja, mit ihnen zu kommunizieren über irgendwelchen Plattformen. Ich glaube, die bekommen da mehr Nachrichten als im Support gefühlt. Außerdem stehe ich weiterhin dazu, was ich seit Jahren sage. Player muss Ma 21 anstellen. Die Erfahrung und das Wissen von Ma und dem Discord-Team ist unvergleichlich und meiner Meinung nach essentiell für die Qualität und dem Wachstum des Spiels. Ja, gut, also, wenn Ma nichts dagegen hat, ne, dann bewirb dich dort oder Player, stell den an. Ja, Ma hat einfach echt, muss man sagen, sehr viel Wissen. Er hat den ganzen Codes, ja, NSF-Tools drin und hat den ganzen Code selber gesehen. Denn ansonsten könnte er nicht die ganzen Klassen so simulieren und die Dungeons. Also Wissen ist da, ist halt die Frage, ob Ma da Lust zu hat. Frage 14. Du hast viele Dinge als allererster Spieler erreicht. Könntest du alles auflisten und uns verraten, wie du das alles erreicht hast und warum du es so schnell erreichen wolltest? Ja, damit meine ich, hat Strider vorhin auch geschrieben, er hat die Unterwelt als allererster Spieler gemaxt, die Festung, Pets, Arena Manager. Mich hat es interessiert, warum er es getan hat, ja, und was so seine Strategie dahinter war. Da schreibt er, oh Mann, ich habe alles mal gewusst, da ich mir alles in meiner Forum-Signatur stehen hatte. Okay, habe ich ein bisschen falsch übersetzt. Aber als das Forum gehackt wurde, wurde auch meine Signatur gelöscht. Ich glaube, ich habe jeden Content, der seit 2015 rauskam, als erster Spieler beendet. Spontan fallen mir diese Sachen ein: Festung, Unterwelt, Pets, Arena Manager und ein paar Dungeon-Erweiterungen. Ich habe mehr vergessen, als ich mir gemerkt habe. Ja, Strider, kein Problem. Ich habe nämlich deine alte Forum-Signatur gefunden. Die wurde nämlich eigentlich nicht gelöscht. Also ich habe einfach einen ganz normalen Post von dir gefunden. Und das habe ich hier. Genau. Und das seht ihr. Das hier ist das Strider. Und das ist eine Forum-Signatur. Da schreibt er erstmal, ja, Platz 1 in der IHOF wurde erreicht. Dann erster gemaxter Arena-Manager in der Welt. Erste gemaxte Unterwelt in der Welt. Erste gemaxte Festung in der Welt. Das erste gemaxte neue Sammelalbum in der Welt. Also mit neuen Bildern. Weiß ich nicht ganz, bei welchem Update das dann war. Erster, der alle Pets gefunden hat. Erster Deep Mine Master in der World. Was war Deep Mine Master? Ist, glaube ich, irgendein Achievement gewesen, ne? Erster, der die Stufe 100 Mine erreicht hat. Und erster, der die Goldgrube auf Stufe 100 erreicht hat. Ja. Dann hat er noch hier stehen, ist nämlich ganz witzig. Jeder, ja, Mitarbeiter von Player oder gesponserte Spieler, der halt gesponsert ist und gratis oder unlimitierte Pilze bekommt, ja, für den sind jede Form von Achievements, ja, null und nichtig. Denn ich glaube, Jörg war eigentlich der allererste Spieler, der den Arena Manager, glaube ich, war es, gemaxt hat. Ja, und deswegen hat Strider hier das so extra hingeschrieben. Ja, und witzigerweise ist Strider ist mittlerweile selber gesponsert. Er ist ja im Discord-Team. Er ist ja auch Manager, steht hier. Und er bekommt quasi 25 Pilze am Tag. Kann ich ja verraten, das ist ja bekannt, dass die Discord-Member 25 Pilze bekommen am Tag. Ja. Jetzt ist er selber gesponsert. Und was ist jetzt eigentlich, Strider? Nee, ist ja egal. 25 Pilze ist ja auch für so einen Char wie Strider auch nicht allzu viel. Würde ich mal behaupten, ne? Genau. So, wo war ich? Spontan fallen mir diese Sachen ein, genau. Warum wollte ich das alles als erster Spieler fertigstellen? Naja, wie ich bereits geschrieben habe, bin ich sehr kompetitiv und ich mag die Herausforderung. Ich bin nicht der Schlauste, wenn es um dieses Spiel hier geht,
aber ich habe ein Gespür dafür zu erkennen, welche Spieler sich gut auskennen und ich nutze ihr Fachwissen, um mich weiter zu verbessern, während sich das Spiel immer weiterentwickelt. Ja, ist auch was Schlaues. Ja, wenn man selber nicht alles weiß über das Spiel, dann schaut man einfach, wer alles weiß und nutzt dann ihr Fachwissen, wie ihr schreibt, um sich selber weiterzuentwickeln, um stärker zu werden. Ist auch eine Möglichkeit. Ja, ganz genau, wie er halt alles erreicht hat und so. Ich hätte mir da eine größere Nachricht gewünscht, aber ist ja nicht schlimm. Ja, hat er nicht geschrieben quasi, aber ich habe euch quasi jetzt alles vorgelesen, was er alles als allererster Spieler erreicht hat und das ist schon eine Menge. Also ich glaube, Strider hat gefühlt die meisten Rekorde im Spiel, was so von, also was hier die gemaxten Sachen angeht, als allererster Spieler irgendwas zu erreichen. Also echt verrückt. Gut, Frage 15. Denkst du, dass die Serverfusion ein Erfolg war? Was ist deine Meinung dazu? Ich bin sehr zufrieden mit den Serverfusionen und ich freue mich auf mehr. Ich hoffe, sie machen das in Phasen und irgendwann gibt es nur ein paar große Server, welche nur getrennt sind aufgrund ihres Alters. Ja, weil man ja nicht alte Server mit neuen Servern fusionieren kann, weil es einfach ein wenig unfair wäre gegenüber den Spielern. Dann würden wahrscheinlich viele Spieler das Spiel verlassen, wie sie jetzt schon bei der derzeitigen Situation angekündigt haben. Aber Strider ist generell dafür, dass es weniger Server gibt, also nur eine Handvoll quasi. Gut, ich denke, es ist am besten, es ist im besten Interesse von Player und den Spielern. Weniger Aufwand für Player, schnellere Server für die Spieler, neue Möglichkeiten mit dynamischen Servern, mit dynamischen Serverfusionen, Gildenänderungen und internen Änderungen. Er meint quasi, dass Player, wenn es nur noch so wenig Server gibt, mehr Zeit für sich haben und mehr am Spiel arbeiten können. Weiß ich nicht, ob das so funktioniert. Keine Ahnung, weil wenn es jetzt 5 große Server gibt mit mehreren Millionen Spielern und 100 kleinere Server mit mehreren 10.000, 100.000 Spielern, ist, glaube ich, nicht so der Unterschied, weil die Serverauslastung ist ja dennoch gleich. Es sind die gleiche Anzahl von Spielern. Und was so Updates angeht und so, es ist eh alles automatisiert und wenn Player jetzt ein Update fertig hat und raushaut, ist das innerhalb von einer Stunde draußen im Spiel. Also das braucht auch nicht länger deswegen. Ja, aber ich bin eigentlich auch der Meinung, also ich wäre sowieso nur für einen einzigen Server, einen Mutterserver, aber mit 2 Ehrenhallen, ja. Einmal mit der alten Ehrenhalle von seinem alten Server und dann mit einer ganz normalen Ehrenhalle, ja, mit allen Spielern von der ganzen Welt. Das wäre, mein Wunsch, aber wird leider, wie es aussieht, niemals geschehen. Frage 16. Wie motiviert bist du aktuell weiterzuspielen und hast du schon mal überlegt aufzuhören? Eine sehr interessante Frage. Hat der beste Spieler der Welt schon mal überlegt aufzuhören mit dem Spiel? Er schreibt, ich habe noch nie wirklich darüber nachgedacht, mit dem Spiel aufzuhören, da es für mich der Ersatz eines 20 Stunden pro Tag MMORPGs ist. Also erinnert mich echt, da muss ich jetzt sagen, das erinnert mich an, wie heißt der eine Typ bei RuneScape? Lynx Titan. Such den mal. LYNX Titan. Gib den mal ein in Google und dann, ein Interview oder irgendwelche Videos über ihn. Das ist ein Spieler, der über mehrere Jahre lang hinweg 18 Stunden am Tag RuneScape gespielt hat, jeden Tag. 1 Stunde Sport jeden Tag und jeden Tag immer dasselbe gegessen hat, und zwar nur Lasagne, immer von seiner Mutter vorbereitet. Ja, und die restliche Zeit hat er geschlafen, also quasi immer 5 Stunden, 4, 5 Stunden so. Verrückt, ja, also der hat wirklich den ganzen Tag nur RuneScape gezockt und das erinnert mich gerade auch hier ein bisschen an Striders Story, die er mir hier erzählt. Also, ob Strider wirklich 20 Stunden pro Tag hier ein RPG gezockt hat, das wäre echt verrückt. Also das würde nochmal einiges toppen von Lynx Titan. Und Lynx Titan ist ja schon extrem bekannt dafür, dass er wirklich ein absoluter No-Life-Spieler war. Der größte, den es so jemals eigentlich gab, gefühlt. Wie gesagt, googelt den. Ist echt interessant eigentlich, ein bisschen crazy, ja. Genau, und die Alternative zu S&F könnte sich gravierend auf meine Karriere und mein persönliches Leben auswirken. LOL, schreibt er. Das Spiel ist so viel mehr geworden, als es davor war, seit dem Discord. Die Beziehung, die ich zu allen aufgebaut habe,
gehen über die Erfahrungen, die ich im Spiel selbst gesammelt habe, hinaus. Glaube es oder nicht, dieses Spiel hat mir eine Menge Geld gespart und hat mich fast schon zu viel gekostet während des Arena-Managers. Daher bitte erweitert diesen nicht. Also, der Arena-Manager hat, glaube ich, jeden Top-Spieler sehr viel Geld gekostet. Ja, zumindest die den schnell gemaxt hatten. Ja, aber generell, ja, Geld gespart, schreibt er hier, aber er hat auch bestimmt eine Menge ausgegeben, denn er hat ja schon geschrieben, dass er die Umweltprämie ziemlich stark genutzt hat, ja, vom Greifendrachen. Ja, was so die Beziehung angeht, nee, nicht zu Playa, nee, was hier Discord angeht, würde ich sagen, genau, dass das Spiel mehr geworden ist, seitdem es den Discord gibt. Ja, da stimme ich voll und ganz zu. Vor allem auch, ja, da wollte ich jetzt darauf hinaus, die Beziehung von Playa und den Spielern mit Hilfe des Discords ist einfach so viel größer geworden. Deswegen ja, wird Playa auch das Forum abschalten kommendes Jahr. Und ja, da das Forum einfach nur inaktiv ist, da jeder einfach nur Discord benutzt. Ziemlich schade. Aber es hat ja eigentlich Vorteile, ja, weil Forum war eigentlich nie wirklich so krass aktiv. Ja, so inaktiv wie jetzt war es zwar nie, aber es war noch nie so aktiv wie der Discord, ja. Muss man auch einfach mal gesagt haben. Und beim Discord, da kommuniziert Playa echt wirklich sehr gut mit den Spielern. Und seitdem ja, macht Playa auch viele Umfragen, ob sie was richtig machen oder ob sie was hinzufügen sollen. Das muss man auch schon mal gesagt haben. Von dem her, ja, können wir positiv in die Zukunft blicken. Kommen wir zu Frage 17. Frage 17. Hast du noch weitere Chars und wenn nein, würdest du jemals einen weiteren anfangen? Ich habe nur einen Charakter und ich kann mir nicht vorstellen, noch einen zu spielen. Ich hoffe, Playa arbeitet weiter an Content in dem Spiel. Ja, also ich kann jetzt nur von mir aus sprechen. Ich habe ja auch nur einen Char. Und das Problem ist einfach, wenn man... Also ich könnte mir höchstens noch ein paar Projekt-Chars vorstellen, ja. Und keinen weiteren, ja, Main-Char, also den ich so ähnlich spiele wie mein Main-Char. Problem ist einfach, wenn man 100%igen Fokus und 100% ja, effektiv spielen will und spielt auch aktuell, dann ist man schon so krass ausgelastet mit einem Char. Also ich sitze an meinen mehrere Stunden am Tag gefühlt und ich denke Strider noch mehr, ja, weil ich nehme halt das Beutegold zum Beispiel nicht mit und mache wahrscheinlich noch vieles andere nicht, was meinen Char optimieren würde, was aber Strider schon macht. Ja, von dem her ist es ein bisschen schwierig, da kann ich ihn halt schon verstehen, dass er nur einen Char spielen möchte. Ja, und ich hoffe, Playa arbeitet weiter an Content in den Spiel, am Ende wahrscheinlich noch weitere Klassen, die er ansehen möchte. Ich bin zufrieden mit einem und falls ich mal neugierig werde auf eine weitere Klasse, schaue ich mir einfach ein paar YouTube-Videos oder Twitch-Content an für 1 oder 2 Tage. Ja, so kommt man auch zu seinen Informationen. Einfach Twitch oder YouTube anschauen. Ja, die ganzen Updates sind auch immer angekündigt und landen gleich. Vor allem also neue Klassen vor allem werden von den meisten Creatoren gleich gespielt. Am ersten Tag, wo die Server starten. Ja, alles klar. Dann die Frage 18. Was denkst du über die eHof? Würdest du etwas ändern? Ich mag die eHof, es macht die Dinge für mich interessant, aber ich würde sie erweitern. Es geht ja nicht nur über PvP, Basispunkte oder Level, es muss mehr geben. Hoffentlich sehen wir ein paar Änderungen mit den Fusionen und mit den kommenden Updates. Wie du sehen kannst, bin ich nicht mehr in der eHof und das stört mich nicht. Eine Sache weniger, um die ich mich kümmern muss. Ja, Strider ja, ist nicht mehr in der eHof, da er ja hier die Beutegold-Taktik verwendet, wie schon erwähnt bereits. Ja, und ihn stört es einfach nicht. Ja. Vielleicht ist es auch ein kleiner Segen für ihn, wenn er sich dann nicht mehr drum kümmern muss und so ja, drauf schauen muss, immer Platz 1 zu sein auf seinem Server. Obwohl er da eigentlich eh nicht so die Probleme hätte, würde ich mal sagen. Ja, und was so die Erweiterung von der eHof angeht, ist ja auch schon ein großes Thema. Denn bei der eHof, ja, die ist halt ziemlich langweilig. Also, man steigt nur einen Rang auf. Es gibt nur einen Kampf pro Tag. Ich habe ein Video dazu gemacht, die wahre eHof. Da könnte man so viel machen. Wenn man hier die Top 10 von jedem Server nimmt, dann würde die Ehrenhalle hier nochmal ganz anders aussehen, weil hier viele Spieler nicht dabei sind, die eigentlich dabei sein müssten.
Hier mit dem Platz hier könnte man so viel machen. Hier könnte man ja die Spieler wenigstens einblenden. Man könnte hier noch viel mehr Sortierungen hinzufügen. Nicht nur Helden und Gilden. Oder man könnte noch Unterkategorien hinzufügen. Irgendwie, dass man die Spieler nach Level und alles sortieren kann. So wie quasi mit den Statistiken, die man jetzt bei der home.sfgame.net Webseite ansehen kann. Das könnte man in-game hinzufügen. Also da ist wirklich noch sehr, sehr viel Potenzial offen. Schreibt er hier ja auch, ihnen geht es nicht nur um das PvP, sondern man könnte auch Basispunkte oder Level und sowas anzeigen lassen. Ja, da bin ich mal gespannt, was sich Player da einfallen lässt in den kommenden Jahren. Ich hoffe mal so einiges, ja, weil ist halt echt ein Feature, was ja sehr, 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 sehr viel Potenzial besitzt. Frage 19. Es sieht so aus, als ob du aktuell nicht mehr die Person bist, die die meisten Stats-Punkte im Monat machen oder im Jahr. Machst du dir Sorgen um deine Platz 1 Platzierung? Er schreibt, nein, mache ich mir keine Sorgen. Ich war noch nie, ich glaube auch die meisten Jahre, war ich nicht der Spieler mit den meisten gemachten Basispunkten. Kann ich hier mal euch zeigen? Genau, wir sortieren das mal nach gemachten Basispunkten. Vielleicht hatte ich da eine kleine Fehlinformation oder habe mich nicht, ja, genügend selber informiert. Aber auf jeden Fall, ich meine, Strider ist der Spieler mit den meisten Basispunkten. Deswegen bin ich einfach davon ausgegangen, dass er die meisten Basispunkte so im Monat macht. Die meiste Zeit zumindest über. Ja, aber Latschik in dem Jahr zum Beispiel hat mehr gemacht als er. Bauer auch. Ja, Free Arc, ja, ist auch ziemlich gefährlich. Weiß man ja Bescheid, was der Kollege alles macht. Und deswegen habe ich ihm einfach mal die Frage gestellt, ob er sich da irgendwie Sorgen macht. Desbezüglich. Genau. Er schreibt noch, solange ich konsistent dabei bleibe, denke ich nicht, dass ich überholt werde als Platz 1 Basispunktespieler. Außer es gibt einen neuen Exploit oder es erscheint ein Mega-Wahl, der sich dazu entscheidet, eine Menge Geld, also eine Unsumme an Geld in dieses 2D-Browser-Game zu investieren. Verdammt, ich war gespannt auf Turer und ich habe ihm immer geholfen, seine Strategie zu optimieren, wann auch immer er mich gefragt hat. Ich habe auch eine Serie von Videos produziert, mit der ich verschiedene Spieloptimierungen mit Hilfe von SF-Tools vorgestellt habe. Ja, also Strider hat auch einen YouTube-Kanal, auch ziemlich interessanter Content. Werde ich auch in der Beschreibung verlinken. Checkt den auf jeden Fall ab. Sehr, 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 sehr hilfreich. Genau, am meisten stolz bin ich auf Dorzer, welche meine Ratschläge befolgt hat. Er hat nämlich auch, ja, ein Dorzer Optimierungsvideo gemacht. Nur damit ihr da Bescheid wisst. Ich habe gesehen, dass er diese Taktiken brillant verwendet hat. Ja, Dorzer geht auf jeden Fall gut ab mittlerweile. Ich möchte lieber, dass meine Nachfolger von mir lernen und mich übertreffen. Es gibt kein besseres Gefühl, als zu wissen, dass ich anderen geholfen habe. Ja, also das ist echt schön zu hören. Also er macht sich keine Sorgen über seine Platzierung. Ihm ist das egal, er spielt so seinen Weg weiter. Und ja, wie gesagt, wenn man konsistent dabei ist, dann ja, hält man sich eigentlich auch wacker aus seiner Platzierung. Er spielt ja 100% effektiv. Ja, oder ja, fast zumindest. Ich glaube, das Einzige, was er nicht macht, ist die Begleiter ausziehen für zusätzlichen Inventarplatz. Das macht er nicht. Aber Latschik schon. Bauer, glaube ich, macht das auch, ne? Weil ich mich gerade recht erinnere an mein Interview mit ihm. Ja, Strider macht das quasi nicht. Ja, aber dennoch, das ist nur ein kleiner Teil davon. Und wenn er jetzt 1000 Punkte weniger, also 1000 Basispunkte weniger macht im Jahr als andere, dann brauchen die anderen dennoch noch etliche Jahre, um Strider hier zu überholen. Ja, also von dem her denke ich mal, dass er sich da sehr, sehr wenig Sorgen machen muss. Ja. Gut, Frage 20, Leute. Die letzte Frage. Hast du außerhalb deiner Platz 1 Basispunkte-Platzierung noch weitere Ziele? Er schreibt, da wo ich aktuell im Spiel und im persönlichen Leben stehe, ist es für mich viel entspannter als zu der Zeit, wo ich auf die Nummer 1 hingearbeitet habe. Ja, also jetzt kann er sich quasi auf seinem Thron ausruhen. Wobei ausruhen auch nicht wirklich, er muss schon noch dabei sein, sonst steigt er irgendwann schon ab, ja. Aber es ist nicht mehr so stressig für ihn, ja, wie damals, als er halt aufgestiegen ist. Weil er ist ja noch nicht seit Ewigkeiten Platz 1 der Stärke. Ja, und früher war es einfach noch viel stressiger für ihn. Und vor allem auch mit den Listen, die er da geführt hat. Habt ihr ja gesehen, bereits hier in dem Video.
Und auf dem Weg habe ich gelernt, es ist egal, wie viel Geld du hast, es gibt immer jemanden, der mehr bereit ist auszugeben als man selbst. Ja, also das stimmt auf jeden Fall so. In einem Spiel wie Shakes and Fidget, wo Geld eine Rolle spielt, wo man Geld ausgeben kann, um stärker zu werden, in einem Pay-to-Win-Spiel, da muss man damit rechnen einfach, dass sowas passieren kann, dass du überholt wirst von jemandem, der einfach mehr Geld ausgibt als du, der bereit ist, mehr Summe an Geld auszugeben als man selber. Und von dem her darf man sich da nicht wirklich einen Kopf drum machen. Und man darf nicht gleich ja, mit der Mentalität reingehen, oh, ich muss der Beste werden und ich darf nicht überholt werden, weil du wirst wahrscheinlich früher oder später schon überholt werden von jemandem, der mehr Geld ausgibt. Vor allem, wenn man halt noch in ein paar unteren Rängen ist. Also wenn man jetzt so ein Top-Spieler ist, der 10 Jahre spielt, da gibt es eigentlich keinen einzigen, ja, Wahl in dem Sinne, der, ja, zu lange dabei ist. Gut, Jörg Joriksen, mit seinem Nekromanten gibt ja mehrere 100.000 Pilze aus. Der vielleicht, ja, Freark vielleicht jetzt auch, wenn Freark jetzt wirklich Strider, wenn Freark wirklich Turo ist. Von dem mal schauen, aber im Grunde und Ganzen, ja, darf man sich da nicht wirklich Gedanken zu machen, ja. Also man muss das schon verstehen, dass es so ist, wie es ist. Shakes and Fidget ist ein Pay-to-Win-Game. Ja, und wird es auch immer bleiben. Außerhalb, dass ich weiterhin mit meinen Basispunkten oder Power-Ranking, wie schon erwähnt vorhin von mir, relevant bleiben will, möchte ich mich darauf fokussieren, Playa und dem Discord-Team zu helfen und zwischen die Beziehung, und zu helfen, die Beziehung zwischen den Spielern zu pflegen und daraus resultierend dem Wachstum des Spiels. Also, ihr habt ja gesehen, Strider ist ja im Discord-Team und von dem her hilft er auch, dem Discord-Team logischerweise, er ist ja auch hier der Manager, wie es scheint, und auch, er hat auch Kontakt zu Playa. Ich weiß nicht, ob er auch in so einem Testteam ist oder so, wie Igni es mal war. Ich weiß nicht, ob es sowas überhaupt noch gibt. Kann gut sein, aber ja, ich denke mal, er hat dennoch Kontakt so auch zu Playa und kommuniziert auch mit Playa und er versucht einfach das Spiel stetig zu verbessern mit seinem Feedback und er hat ja auch sehr viel Erfahrung im Spiel. Ja, und das ist auch eine, ja, sehr gute Sache. Also solange wir Strider haben, müssen wir uns, denke ich mal, um nichts wirklich Sorgen machen. Hoffentlich formt sich daraus ein Weg zu neuem Qualitätscontent, weniger Bugs und eine gute Kameradschaft insgesamt. Ja, das hoffe ich auch. Ja, also die kommenden Jahre werden bestimmt sehr spannend werden. Auch mit dem, was Mozone mit dem Playa-Chef besprochen hat, was da gesagt wurde. Da bin ich schon sehr gespannt drauf auf die kommenden Jahre. Ja, wir können nur gespannt bleiben. Die Spannung steigt, sage ich immer. Oder die Steigung spannt. Ja, das waren alle Fragen. Aber zu guter Letzt hat uns das Strider noch ein kleines Schlusswort, ja, dagelassen. Das da wäre, zum Ende möchte ich sagen, dass am 29. November das 10-jährige Jubiläum meines Charakters gewesen ist. Und ich habe das Spiel die letzten 10 Jahre sehr genossen. Also nochmal von mir aus, ja, Gratulation Strider dazu. Das ist wirklich, also muss man schon mal sagen, jetzt ganz ehrlich, 10 Jahre ein Spiel überhaupt zu spielen, das ist schon eine heftige Sache. Aber 10 Jahre lang, seit Anfang an gefühlt, ja, das Spiel so, ja, krass zu spielen, so heftig dabei zu sein wie Strider, ist eine Meisterleistung, muss man einfach sagen. Ja, 10 Jahre, die meisten spielen, ja, kein Spiel 10 Jahre lang, würde ich mal so sagen. Außer irgendwelche WoW-Spieler vielleicht. Von dem her ist es echt heftig. Mein 10-jähriges Jubiläum ist ja auch schon bald, ja. Wie schnell eigentlich 10 Jahre verfliegen. Es ist verrückt, ja. Wie alt man wird. Am 1. Mai ist mein 10-jähriges. Ja, ist noch nicht mal so lange. Kein halbes Jahr mehr. Von dem her, ihr könnt ja auch mal gerne in die Kommentare schreiben, wie lange ihr schon dabei seid. Wäre auch mal, ja, interessant zu wissen. Ja, ich habe viele Erinnerungen und liebe es, dass manche Dinge, die ich getan habe, eine Auswirkung, gut oder schlecht, auf das Spiel hatten. Ich möchte außerdem dem Discord-Tavernenteam einen Shoutout geben. Akklamator, Ma21, Eggman, Raffesam, Pax, Dr. Cool Julian, Tim, Zorago, Beethoven, welche mich gementort haben in den letzten Jahren und mich zu einem besseren Spieler gemacht haben. Ist auch ein sehr süßer Satz, oder? Und ein großer Dank geht raus an Leander, welcher ein sehr guter Vermittler und virtueller Freund geworden ist über die Jahre hinweg. Ja, also Leander, der Playa-Mitarbeiter,
Ich glaube, Strider hat sogar dieselbe Frise, wenn nicht sogar fast denselben Charakter wie Leander. Also dasselbe Bild. Also ich glaube, Leander hat auch so lange Haare. Ja, ist halt ziemlich gleich da. ähm, Shoutout zu meiner alten S10-Gilde Reunited Kingdom und zu meiner neuen F1-Gilde, der Server Tang. Wir vermissen dich, Kragori, schreibt er dann noch. Ja, Kragori war davor in der Server Tang, hat aber dann aufgehört mit dem Spiel, kurz bevor diese Fusionen rausgekommen sind. Echt sehr schade. Also mich hätte es echt interessiert, ob Kragori da geblieben wäre, wenn ja die Fusionen angekündigt worden wären, bevor er gegangen wäre. Ja, also echt schade. Kragori war auch ein sehr, 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 sehr starker Spieler. Ich glaube, der zweitstärkste Krieger nach Furaken. Naja. Spieler kommen und gehen, ne? So ist es halt. Ich denke nicht, dass er es jemals sehen wird, aber der OG Bad News Run, 3 Top-Charaktere, war wirklich eine große Errungenschaft. Ja, das stimmt, muss man echt auch mal sagen, ja. Und zu Furaken, der wahre Platz 1 Spieler overall im ganzen Spiel. Ja, also overall gesehen, so, habt ihr mein Video gesehen zur wahren Ehrenhalle, zur wahren Ihof Ehrenhalle. Da war der Furaken ganz oben, da er einfach der beste Allrounder ist, so, mit seiner Klasse und mit seiner Skillung. Oh, und Jurik, weil ich ihn jetzt seit der Veröffentlichung von W1 verfolge, ich bin sehr eifersüchtig auf seine Optimierung. Ja, also Jurik ist sehr krass dabei, habt ihr auch in meinem Video gesehen zu ihm. Habe ich auch interviewt. Der Kollege spielt noch nicht so lange wie die meisten Topspieler, ist aber schon absolut hoch dabei bei den meisten Topspielern, die jahrelang Vorsprung eigentlich haben auf ihn. Ja, von dem her. Genau, Shoutout, nee. Tut mir leid, falls ich jemanden vergessen habe, aber ihr seid alle wunderbar. Zu guter Letzt zu einem Gentleman in der Disco-Taverne, dem es nicht hundertprozentig gut geht aktuell. Ich hoffe, du erholst dich schnell, damit wir uns weiter mit Witzen bewerfen und den Discord interessant halten können. Ja, auch von mir, ja, gute Besserung. Ich weiß nicht, ob es dir schon besser geht. Das Ganze ist schon jetzt einen Monat her, die Fragen. Habe ich ihm ja am 26. November gestellt. Ja, Leute, das war's mit dem Interview von Strider. Strider, vielen Dank an dich. Thank you, Strider. Also, es war echt sehr, sehr nett von ihm. Dass ich ihn hier auch in meinem Interview haben durfte, ist halt wirklich einer meiner, ja, ich will nicht sagen Lieblingsinterviewer oder Lieblingsleute, die ich interviewt habe. Ich habe es ja genossen, alle zu interviewen, aber es ist der beste Spieler und es ehrt mich einfach, ja, dass er sich bereit erklärt hat, bei meinem Video mitzumachen so und mir 20 Fragen zu beantworten. Also ich dachte auch schon, oh, ich spam den jetzt hier zu mit Fragen und der ist schockiert und schreibt mir einfach nicht mal zurück. Ja, aber Strider hat mir am selben Tag noch zurückgeschrieben. Echt sehr, sehr nett von ihm. Ja, das war's mit meiner Adventkalender-Videoreihe. Morgen ist ja Weihnachten. Da kommt noch das Weihnachts-Special raus. Die Verlosung von den ganzen Pace of Cards. Eine 100 Euro Pace of Card. Und ich glaube, ja, mittlerweile dürften es schon 15, 10 Euro Pace of Cards noch extra drauf sein. Ja, das Video kommt jetzt wieder ziemlich spät. Ich dachte, ich lade es um 12 Uhr heute hoch. Ja, wurde natürlich wieder nix. Ich habe einfach sehr, sehr viel Stress mit den Videos momentan. Tut mir leid. Aber ja, hoffentlich seid ihr mir da nicht böse. Besser es kommen Videos, als es kommen keine, ne? Naja, jetzt nach der Adventkalender-Videoreihe kann ich wieder im Voraus ein paar Videos hochladen. Da wird es für mich auch wieder einfacher. Genau. Ja. Wie gesagt, das war's mit der Adventkalender-Videoreihe. Schreibt noch fleißig jetzt unter die Kommentare, damit ihr noch bei der Verlosung mit dem Video hier mitmachen könnt. Ich werde, keine Ahnung, wann ich das Verlosungsvideo mache, irgendwie wahrscheinlich um 2 oder 3 Uhr in der Früh. Keine Ahnung. Ich kann auch schon was zeigen, wartet mal. Jetzt ein Special, ja, für die Leute, die bis hierhin gucken. Wartet. Ich habe schon alle, oder fast alle halt, oh Gott, Hilfe, Namen, ich glaube bis zum 22. Video, habe ich hier ausgedruckt. Sieht man das? Ist, glaube ich, spiegelverkehrt, ne? Aber egal. Das sind 33 Seiten, Leute. What the fuck? Ich glaube, irgendwie 1300 Teilnehmer. Ungefähr. Plus jetzt noch das letzte Video und ein paar. Und dieses Video jetzt noch. Da werde ich die Spieler einzeln noch, also die Namen einzeln noch
aufschreiben per Hand und dann noch in den Lostopf schmeißen. Ja, also, ihr könnt gespannt sein. Ich habe alles schon vorbereitet. Video kommt morgen dann um 12 Uhr wirklich. Ja, weil ich muss es eh sehr, sehr früh aufnehmen. Sonst wäre es ein bisschen unfair. Genau, also vielen Dank fürs Mitmachen, fürs zahlreiche Mitmachen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, die Adventkalender-Videoreihe. Gerne nächstes Jahr wieder. Ich schaue, ob ich dann ein anderes Konzept mal mir überlegen kann. Ja, vielleicht könnt ihr euch ja, oder könnt ihr eure Meinung zu dem Ganzen auch in die Kommentare schreiben, wie es euch gefallen hat. Wäre auch sehr, sehr interessant für mich. Das war's. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.